Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Spot the World. Wir sind heute im Harz unterwegs. Haben perfektes Wetter, kann man sagen. Es schüttet. Aber wir werden uns daran nicht hindern lassen, heute einen Overnighter zu starten. Bleibt dabei. Wir sind jetzt hier an einem kleinen Bach. Wir werden uns jetzt hier an der toten Birke etwas Birkenrinde mitnehmen, da wir natürlich trotz des Wetters probieren wollen, ein kleines Feuerchen zu machen, um unser Essen nachher warm machen zu können. Und wir hoffen mal, dass wir auch noch ein bisschen halbwegs trockenes Holz finden. Und dann werdet ihr nachher sehen, ob es klappt oder nicht. Wie ihr seht, der Junge ist nicht alleine, das kann keiner verantworten, wenn der hier alleine durch die Gegend watschelt. Und ja, wir haben jetzt kein Gimbal, also wir haben es schon dabei, aber ich will es nicht rausholen, weil wir hier wieder querfeldein marschieren. Und deswegen entschuldigt bitte, wenn die Bilder ab und zu mal ein bisschen verwackelt sind. Wir müssen jetzt eine kleine Bächlein überqueren. Wir sind jetzt auf dem Ilsenstein. Ich hoffe, man kann mich hören bei dem Wind. Verdammt, eben war es windstill. Ja. Und hinter uns, da ist das Kreuz. Und weiter geht's. Nach unserer kurzen Pause jetzt haben wir hier ein sehr nettes Pärchen getroffen. Der Mann hat uns gerade eine Empfehlung gegeben, dass hier in ca. 6-7 Kilometer eine Höhle kommt, in der wir nächtigen können. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob wir da auch schlafen können, ob wir sie finden. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt 1 Kilometer hinter uns. Es regnet immer noch. Klamotten sind langsam durch, meine Schuhe sind kurz davor durch zu sein. Also wir sind nah an dem Punkt, an dem wir bei unserem Herrentag-Wanderung waren. Ja, wie ihr seht, Florian hat sich noch einen Poncho zugelegt. Ist aber schon nass von innen. Also ich bin auch langsam durch. Das Einzige, was noch trocken ist, ist meine Hose, außer an den Knöcheln. Und meine Schuhe sind auch noch trocken.
obwohl ich zweimal in echt tiefe Pfützen getreten bin. Aber es läuft. Wie ihr seht, es regnet immer noch, aber wir haben jetzt noch ungefähr 5 bis 6 Kilometer vor uns. Und wie ihr seht, hier oben liegt noch sehr viel Schnee. Wir haben uns auf dem Weg gerade, den man da hinten noch ein bisschen durchblitzen sehen kann, habe ich mich gerade fast zweimal hingelegt. Aber dank einer netten Dame, die uns mit ihren Wanderstöcken dann den Berg hochgezogen hat, sind wir nochmal glimpflich davon gekommen. So, jetzt laufen wir noch die restlichen 5 bis 6 Kilometer. Unser Ziel ist es jetzt erstmal weiter Richtung Schlafplatz zu laufen und bestenfalls auf dem Weg ein fließendes Gewässer zu finden, in dem wir uns mal kurz unsere Trinkwasserquellen auffüllen können mit meinem Wasserfilter. Genau, aber jetzt werden wir erstmal weiterlaufen und Ausschau halten auf dem Weg. Da unten kommt man leider nicht ran, ne? Ah, nee, ist auch nicht fließend. Wir haben jetzt hier einen kleinen Bach gefunden. Da läuft das Wasser. Schmelzwasser oder vielleicht auch ein richtiger Bach. Weiß ich jetzt nicht genau. Das probieren wir jetzt mal hier. Einfach hier. Ja, passt. Sehr gut. So, jetzt ist wieder das Problem, was ich meinte. Jeder, der das Video geguckt hat von unserem Wasserfilter, wird wissen, was ich meine. Das ist halt echt ein körperlicher Aufwand. Aber dafür hat man jetzt hier richtig schön klares Wasser. Prost! Bisschen Sand ist immer gut. War noch am Deckel dran, aber tut sehr gut das eiskalte Wasser. Falls ihr euch jetzt wundert, warum wir nicht einfach den Schnee nehmen und ihn essen oder abkochen bzw. filtern, nachdem er geschmolzen ist. Der Schnee hat erstens keine Mineralien drin und oft halt auch einfach irgendwelche Giftstoffe. Und einfach essen wäre auch nicht so vorteilhaft. Der Körper verbraucht immense Energie beim Essen, da ja das ja erstmal schmelzen muss. Und beim Schmelzen von dem Schnee braucht er halt immense Energie. Und deswegen suchen wir uns mal einen Bach, wo wir es filtern können, dann direkt trinken. Da haben wir die Mineralien drin und auch nicht so viel Schmutz und Dreck wie im Schnee. Aber wie ihr seht, der Schnee wird dicker, wird härter, es taut nicht mehr, heißt es wird auch kälter. Aber wir haben jetzt noch circa einen Kilometer vor uns, ungefähr, bis zu unserem gewünschten Ziel. Und jetzt müssen wir es natürlich nur noch finden. Wenn wir es nicht finden, werden wir vermutlich in einer kleinen Schutzhütte schlafen, weil hier draußen nur tote Bäume. Es ist einfach zu risikoreich, Farbe aufzuspannen. In der Nacht wird es windig, kippt vielleicht ein Baum um. Das wollen wir natürlich nicht riskieren. Also hoffen wir, dass wir unseren Traumschlafplatz finden.
Wir haben es jetzt auch tatsächlich schon 15:30 Uhr. Wir haben wesentlich länger gebraucht als gedacht, aber bei der Witterung war es einfach nicht schneller möglich, weil du kommst hier mit normalen Wanderschuhen auf Schnee, ohne Stöcke, ohne alles nicht schnell voran, ohne dich hinzupacken, was mir auch schon passiert ist, fast zweimal. Genau, deswegen müssen wir jetzt eigentlich relativ schnell den Unterschlupf finden, weil, wie ihr seht, keine Sonne, man sieht gar nichts, es ist total neblig, also wird es wahrscheinlich auch früher dunkel als gedacht. Das heißt, vamos! So, wir sind jetzt bestimmt eine halbe Stunde hier durch diesen Schneehaufen und Tannenbergen, was auch immer hier alles ist, gelaufen. Haben die Höhle noch nicht gefunden. Wir werden jetzt noch mal einen anderen Weg probieren. So, wir haben jetzt ein bisschen Feuerholz hier und hier vorbereitet. Das hier ist übrigens unser Schlafplatz, aber das ist nicht die Höhle, die wir gesucht haben. Das ist eine andere. Hier tropft es überall. Das hier ist der einzige Ort, wo es so halbwegs trocken ist. Problem, der Wind wird hier reinballern heute Nacht. Das heißt, es wird eine sehr kalte Nacht. Wir sind, wie ihr seht, beide klitschnass. Aber willst du machen? Jetzt nochmal 4 Stunden zurücklaufen. Machen wir nicht. Das heißt, wir nehmen das, was wir bekommen, und probieren daraus das Beste zu machen. Jetzt machen wir erstmal ein Feuer, weil es ist arschkalt. So Leute, wie ihr seht, Feuer brennt. Wir sind am Qualm wie nichts. Die Sachen werden probiert irgendwie zu trocknen. Und jetzt heißt es erstmal wieder irgendwie warm werden. Weil ihr seht ja, Schnee liegt sehr hoch. Uns ist arschkalt, weil wir klitschnass sind. Ich habe mir schon neue Socken angezogen und ein neues T-Shirt. Davon bin ich noch weit entfernt, nämlich bis morgen. Genau, weil er nicht mitgedacht hat. Aber wir hoffen jetzt wenigstens am Feuer ein bisschen zu wärmen. Wir machen uns gleich noch was Warmes zu essen. Wir haben gerade 1 Grad. Klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen. Jetzt kann man sehen. Das obere 1 Grad klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht nicht so kalt. Darf aber nicht vergessen, wir sind klitschnass. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, das Qualm, sind keine Zigaretten. Genau, das ist das Wasser, was gerade aus der Hose entweicht. Na, dann werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal was essen. Und dann schauen wir mal, ob wir heute noch was filmen. Aber spätestens kurz vorm Schlafen zeigen wir euch nochmal das Schlafsetup. So, nachdem wir uns jetzt ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen aufgewärmt haben. Es ist immer noch arschkalt und alles nass. Machen wir uns jetzt was zu essen. Wir haben es jetzt 18:16 Uhr. Temperatur geht stetig nach unten. Wirklich stetig. Wir haben jetzt noch, ich glaube, um die 0 Grad. Es ist wirklich arschkalt. Aber das Feuer und jetzt gleich das warme Essen lässt das Herz doch trotzdem aufgehen. Vor allem in der Kulisse mit dem Schnee. Ist ja was Neues für uns. Das ist unser erster Winter-Overnighter, Winter-Biwak, wo auch wirklich Schnee liegt. Genau, wir lassen uns jetzt erstmal schmecken. Bei mir gibt es heute Spaghetti Bolognese von Tactical Food Pack. Davon habe ich ja schon das ein oder andere Mal probiert. Einige Sachen sind echt lecker, andere Sachen schmecken mir persönlich nicht so gut. Aber Spaghetti Bolognese ist ja immer gut, deswegen gibt es bei mir heute das. Und beim alten Mann gibt es heute einen schönen Kartoffeltopf
von Ja, ein bisschen Würstchen drin. Wird sich gegönnt. Wir haben jetzt folgendes Problem. Uns ist immer noch kalt, es ist immer noch nass und wir haben keine Schuhe, weil die sind klitschnass und stehen vorm Feuer. Unsere Socken sind jetzt wieder trocken, beziehungsweise ich habe ja trockene Socken an. Wir haben jetzt nur festgestellt, dass wir uns jetzt hier nicht mehr wegbewegen können. Das heißt auch, wir können nicht mehr auf Toilette gehen, können nicht pinkeln gehen. Da müssen wir uns jetzt mal was überlegen, wie wir das hinkriegen, wie wir das machen. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Overnighter. Dazu kommt noch, da oben, wie man sieht, ist es jetzt alles getaut. Und das tropft. Hier, wie man sehen kann, die Isomatte hat schon einiges abbekommen. Der Rucksack, der Poncho. Ja, es ist alles andere als komfortabel oder spaßig. Wir werden außerdem unsere nassen Klamotten, die wir anhaben, unsere nassen Hosen, die jetzt schon ein bisschen vorgetrocknet sind, mit in den Schlafsack nehmen und unten ans Fußende packen, in der Hoffnung, dass sie morgen wieder trocken sind und wir mit trockenen Klamotten zurücklaufen können. Wir haben jetzt unseren Schlafplatz vorbereitet. Wir haben das so gemacht, dass wir, könnt ihr einmal gucken, hier unsere Schlafsäcke mit Isomatten. Ich habe natürlich 2 Isomatten, weil ich bin Schlawiner. Wir haben unten so eine Kuscheldecke und darüber das Tarp. Nicht, weil wir denken, es wird sonst zu kalt, sondern wie ihr da schon sehen könnt, der Regen. Ey, dein Schuh. Boah, scheiße. Doch gewusst, dass ich irgendwas rieche. Ja, der Schuh So. sollte schnell wieder trocken werden. Genau, auf jeden Fall ist das unser Schlafplatz. Hier haben wir unsere Schuhe andersrum hingestellt, damit die Feuchtigkeit, die von dem Stein hier zum Beispiel runtertropft oder von dem oder von einem Stein hier, nicht wieder in den Schuh reintropft. Hier sieht man es besonders schön, alles klitschnass und tropft runter. Damit die von innen trocken bleiben. Unsere Rucksäcke haben wir in unsere Regenüberzüge eingepackt, damit die auch trocken bleiben. Und jetzt werden wir schlafen gehen. Wir haben es jetzt 20:15 Uhr, aber wird ja auch mal Zeit, schlafen zu gehen jetzt. Ne? Wir waren ja jetzt hier lang genug am Frieren und im Schlafsack ist es warm und deswegen gute Nacht. Gute Nacht, Florian. Nacht, Vater. Moin. Moin. Ja. Die Nacht ist vorüber, es ist jetzt 7:30. Wir haben doch länger geschlafen, als wir eigentlich wollten, aber wahrscheinlich nur, weil wir uns nicht aus den warmen Schlafsäcken rausquälen wollten. Und erst um 2 Uhr oder so eingeschlafen sind, dann letztendlich. Oder um 3 bei mir. Ne, bei mir war es um 12 oder so. Also wir haben gut geschlafen, aber unruhig. Ansonsten war die Nacht. Wir mussten die zu trockenen Klamotten umstapeln im Schlafsack. Ganz unten war es zu kalt. Wir haben sie dann von Bauch genommen und da ging es dann tatsächlich. Welche Temperaturen wir hatten, das werden wir euch nachher erzählen, wenn wir eingepackt haben und unterwegs sind. Aber wird so zwischen 0 und -1, -2 wahrscheinlich gewesen sein. Ich muss sagen, dafür, dass mein Schlafsack eigentlich nur ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack ist, mit einer Komforttemperatur von 10 Grad oder so, glaube ich. Müsst ihr mal ins Video gucken. Habe ich überhaupt nicht gefroren. War super. Du noch was?
Ich habe sowieso nicht gefroren. Aber wir haben uns jetzt doch dazu entschlossen, nachdem wir gestern eigentlich gesagt hatten, wenn wir aufstehen, ziehen wir direkt durch und gehen wieder zum Auto. Uns jetzt doch dazu entschlossen, noch mal ein Feuer zu machen, Tee zu kochen bzw. Essen zu machen. Ich werde mir jetzt mal meine verdammt nassen Schuhe anziehen. Die Socken habe ich ja trocken gekriegt über Nacht. Aber also wie ihr seht, sollte normalerweise so eine Farbe sein von den Schuhen. Und wie ihr seht, immer brav den Müll mitnehmen. Und wer das nächste Mal, wenn hier jemand herkommt, bisschen Feuerholz haben wir euch da gelassen. Wir haben es jetzt 8:45 Uhr, wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Werden, denke ich mal, so 11, 12:45 Uhr in dem Dreh am Auto sein. War auf jeden Fall eine starke Erfahrung wert. Hat Spaß gemacht und auch keinen Spaß gemacht. Es war arschkalt, als die Klamotten nass waren. Heute Morgen wollte man dann gar nicht mehr aufstehen, weil es im Schlafsack so schön warm war. Die Füße sind wieder klitschnass nach jetzt 100 Meter Fußweg. Und ja, wir werden jetzt wieder Richtung Heimat. Ja, und wie man unschwer sehen kann, hat es die Nacht noch ein bisschen geschneit. Also da sind jetzt, wie viel sind das, 1 Zentimeter? Ja, vielleicht auch weniger. Und die Wolken sind immer noch da, also neblig ist es immer noch hier. Leute, das war's mit unserem Video. Unser erster Winterbiwak ist zu Ende. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen, war interessant. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Sporttipp. I waited for someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall.